Man merkt, ne? Wir kommen näher. Mein Gott, habe ich mich jetzt gerade erschrocken. Meine Lieblingsstraße. Ich finde es also allgemein teuer. Mich hat fast der Schlag getroffen. Hier ist so eine Veranstaltung. Also ich finde, das ist völlig in Ordnung für diesen Preis. Da sind wir wieder zurück in Bangkok. Bis jetzt sieht das nicht so aus. Ich musste jetzt nochmal nachbezahlen. So, sind wir wieder ein Haus weiter. Da drüben haben wir noch ein Staatsgebäude mit dezenter Weihnachtsbeleuchtung. Aber die Straßen hier allgemein sehr beleuchtet, diese eine hier. Obwohl es hier gar nicht so viel gibt. Aber wenn man dann da vorne ist, vorne links, dann kommt man dann bereits zu dieser Straße, wo was los ist. Ah, die Police Station ist das. Okay. Was soll diese Skulptur wohl aussagen? Was steht da hinten wohl geschrieben? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Falls es jemand übersetzen kann, gerne mal in die Kommentare schreiben. Es gibt hier auf jeden Fall auch Bars. Nicht in diesen berüchtigten Straßen. Und wie ihr seht, die sind sehr, sehr voll. Zum Beispiel diese Irish Pub, Steakhouse. Also ich finde jetzt nicht, dass es hier sehr langweilig ist. Es kommt natürlich immer darauf an, was man möchte. Aber man hat Strände, die jetzt nicht perfekt sind, aber auf jeden Fall völlig in Ordnung, um da ein bisschen Zeit zu verbringen. Und dasselbe würde ich mal sagen, ist mit diesen Barstraßen. Wie gesagt, ich finde, das ist völlig ausreichend. Andere waren da der Meinung, dass das eher langweilig sei hier. Aber naja, ja, man merkt, ne, wir kommen näher. Es fängt wieder alles an zu leuchten. Heidi's Garden Restaurant. Ich habe schon mal ein Schweizer Restaurant hier gesehen. Das war dann aber ein Schweizer von der Weltschweiz. Ein französisch sprechender. Thai und European Restaurant. Auch wieder norwegischer Besitzer. Sehr viele Skandinavier hier, wirklich. Ja, und ich würde mal sagen, jetzt fängt es auch schon an, ne, wo die Ladies draußen sitzen. Und das wäre jetzt hier die bekannte Soi Binta Bad. Aber wie gesagt, ich möchte da auf jeden Fall nicht reinlaufen. Sondern eigentlich nur mal zeigen, wie groß es ist. Weil es ist nicht besonders groß. Ihr seht am Ende die weiße Tafel, die große mit Huaen. Das ist auch bereits schon wieder das Ende. Also die ist ziemlich klein hier. Aber wie gesagt, reicht doch. Weiß ich nicht, was die Leute erwarten. Aber ich finde das auf jeden Fall relativ gemütlich hier.
Kannst ein Bierchen trinken. Kannst hier, wenn du möchtest, hier mit den Ladies ein bisschen Pool spielen. Also, alles gut, alles gut. Mein Gott, habe ich mich jetzt gerade erschrocken. Ich wollte hier durchlaufen und plötzlich hat sich der ganze Boden bewegt. Hier sind bestimmt 10 Ratten. Eine ist noch hier, die kommen auch schon wieder raus, ne? Denen ist das völlig egal. Da ist noch eine, die ist gemütlich am Fressen. Oh, da kommt schon die nächste. Da 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Wild. Wild ist das hier. Tatsächlich das erste Mal. Erste Mal, dass ich hier Ratten sehe in Thailand. Und ich bin schon abends öfters mal unterwegs. Aber halt nicht unbedingt in solchen ruhigen Straßen. Aber es riecht hier auch ein bisschen eklig. Also man kann verstehen, dass hier die Ratten sind. Diese Bank übrigens, die gelben ATMs, da könnt ihr 30.000 Baht rausholen für 250 Baht Gebühren. Und bei den anderen Automaten sind es nur 20.000 für 250 Baht Gebühren. Und hier natürlich auch überall die Cannabis-Shops. Ist ja legal hier noch. Für die, die es interessiert. Preise sind irgendwo, ja, ich würde mal sagen, zwischen 50 und 400 Baht. So, dann laufen wir jetzt hier noch ein bisschen nach vorne. Und da kommt dann auf der rechten Seite auch schon die Soi 80. Meine Lieblingsstraße, wenn ich irgendwo hingehen möchte. Auf jeden Fall immer lustig da, gute Musik. Preise, egal ob man jetzt am Strand ist oder in der Stadt, die Preise sind eigentlich immer ähnlich, fast gleich. Ich finde es also allgemein teuer. 100 Baht, 2,60 Euro für ein kleines Bier. Ist schon, finde ich schon teuer. Aber wir können natürlich auch hier mal kurz reinschauen. Also es ist auf jeden Fall ein bisschen länger. Und wie gesagt, also ich finde die ganz cool hier. Ansonsten auch wieder viele Massagestudios. Übrigens circa 300 Baht, circa 300 Baht für eine Stunde Thai-Massage. Hier direkt neben der Soi 80 gibt es hier ein veganes Restaurant. 170 Baht. Das klingt doch gar nicht mal so schlecht, was die hier anbieten. Veggie Corn Tortillas with Tofu Cheese. 180. Ja. Ist okay, würde ich sagen. Von den Preisen her. Dann laufen wir hier ein bisschen weiter. Da habe ich nämlich schon das nächste entdeckt. Da ist eine The Chocolate Factory. Ich wusste gar nicht, dass Thailand bekannt für Schokolade ist. Oder ist das einfach ein Restaurant? Was steht da? Restaurant, Dessert und ein Chocolate Shop. Ah, okay. Hier ist das eine Krankenhaus. Das kleine. Das ist das San Paulo Hospital. Das größere da vorne, das ist dann das Bangkok Hospital. Ja, Bangkok, da werden wir morgen hinreisen. Das ist heute nämlich der letzte Abend hier in Hua Hin. Oh, hier bin ich, glaube ich, auch schon mal. Ja, hier war ich auch schon mal essen. Im koreanischen Restaurant. War okay. Also
ich fand's etwas teuer für das, was man gegessen hat. Und wenn ich das sonst so vergleiche. Das sieht auch schön aus. Ist das eine Kirche? Cape Nidra Hotel. Okay. Schön, sieht schön aus. Es ist sehr warm, wirklich, es ist sehr warm. Gestern Abend war es extrem warm. Also selbst nachts um 12 kam es einem noch sehr warm vor. Das sieht hier auf jeden Fall schon eher so aus, wo ich essen würde. Ja, und von der Luft her finde ich es völlig okay. Also natürlich, wenn man hier direkt neben der stark befahrenen Straße läuft, ist natürlich nicht die beste Luft. Aber grundsätzlich kann man das auch nicht mit Bangkok vergleichen zum Beispiel. Also völlig in Ordnung. Was gibt's hier? Deutsches Frühstück für 300 Baht. Sind das 8 Euro? Ja. Also Thailand ist nicht günstig. Ich habe mir das günstiger vorgestellt. Ja, es ist jetzt nicht teuer. Und es kommt drauf an, was man möchte, wie man lebt. Dann kann man auch sehr günstig leben. Vielleicht mit 100, also wenn du 100 Baht rechnest für ein Menü, Thai-Menü, dann hast du auf jeden Fall gut gegessen. Das machst du zweimal am Tag. Und Unterkünfte, je nachdem, du kannst hier natürlich so ein Marriott auswählen. Das ist dann schon einiges teurer. Also für mein Hotel zahle ich jetzt 190 Euro pro Monat. Ich denke, das ist sehr in Ordnung, vor allem jetzt für Dezember, wo Hochsaison ist. Aber ich konnte den Preis übernehmen, weil ich im November schon da war. Und ja, wie gesagt, der Alkohol finde ich hier nicht günstig. Das ist selbst in Europa günstiger. Wenn man jetzt länger hier ist und man vielleicht mal keine Lust mehr oder mal ein bisschen Abwechslung möchte, Abwechslung vom Essen, dann sind westliche Restaurants natürlich schon teuer. Also auch das habe ich hier, Döner habe ich mal besucht, 8 Euro circa und war jetzt nicht sehr groß. Also ich würde sagen, man kann hier schon günstig leben. Es geht dann vielleicht einfach in die Richtung Überleben. Also hier in diese Partystraßen und ja, halt die ganzen Dinge, die man hier so machen kann, die sind dann eher schwierig bei kleinem Budget. Aber ich denke, man kann hier auf jeden Fall trotzdem gut leben mit 1000 Euro im Monat. Bin ich mir ziemlich sicher. 200 Baht fürs Essen, sagen wir einfach mal 5 Euro am Tag. Für 150 Euro im Monat. Plus irgendwie 200 Euro die Unterkunft. Also dann bist du bei 350 und hast schon mal gegessen und du wohnst. Und hier SIM-Karte ist nicht teuer. Ja, also wirklich gut machbar. Vielleicht noch am Strand, habe ich glaube ich schon gesagt, so eine Liege, 50 Baht, 100 Baht. Ja, ist alles völlig okay.
Es ist wirklich nur, wenn man ein bisschen rausgeht, in westliche Restaurants geht, dann wird das schon sehr schnell etwas teurer. Rollermietung im Monat, ja, ich würde mal sagen 3.500 habe ich gesehen. Ich denke 3.000 sind wahrscheinlich auch noch irgendwo drin. Ist okay, würde ich mal sagen. Gibt hier übrigens auch katholische Kirchen. Und hier sieht es auch schon auf dem Übergang der Straße Market Village. Aber ja, dieses Shopping Center, natürlich auch sehr für die Ausländer ausgelegt. Auch sehr teuer. Einmal wollte ich ein schlauer Fuchs sein und da war ich da bei Market Village in dem Lotus, weil da anscheinend auch Einheimische einkaufen gehen. Aber mich hat fast der Schlag getroffen, als ich an der Kasse stand und für eine wirklich sehr kleine Tüte 1.900 Baht bezahlt habe, nur 50 Euro. Für, ja okay, da war Olivenöl, da waren ein paar Dinge dabei, die ein bisschen teurer sind, aber trotzdem, 50 Euro, also das war wirklich, das war hart. Ja, und wenn wir jetzt schon bei Market Village sind, hier ist so eine Veranstaltung, ich weiß nicht, ob das jedes Jahr ist. Es ist auf jeden Fall, glaube ich, den ganzen Dezember war das. Hier mit Live-Musik. Natürlich ein bisschen schauen wegen der Musik, aber ich kann das sicher kurz zeigen. Essen. Ja, das sieht schon alles sehr lecker aus. Mal schauen, ob es den Fisch noch gibt. Ja, riecht auf jeden Fall so. Die machen den hier über der Kohle, aber nicht jetzt. So, und wenn wir jetzt hier weiterlaufen, dann dauert das nämlich gar nicht lange, bis wir zur letzten Straße kommen. Das hier ist jetzt eher dunkel, aber tagsüber ist sehr gut besucht zum Essen. Hier tagsüber alles voll mit Früchten. Sie ist jetzt bereits am Einräumen. Hier oben ist die Rooftop-Bar. Hier, das Bier bekommt ihr in einem eisgekühlten Glas. Es ist schon lustig, wie diese Massagesalons sehr unterschiedlich sind, ne? So, und wenn man hier ist, dann kann man theoretisch einfach hier nach hinten laufen. Und dann kommt man dann zur 94. Hier in diesem Old World Wine habe ich noch nie jemanden gesehen. Die Pizzeria, die scheint aber noch gut zu laufen. Auf jeden Fall ein Pizzaofen steht da drin. Oh, wieso hat es jetzt hier plötzlich so viel Rauch? Woher kommt denn jetzt dieser Rauch? Uiuiui. Jetzt riecht es aber auch sehr verbrannt. Was ist denn das? Heftig. Das war, glaube ich, wirklich nur ein Auto. Und die Abgase, die waren so stark, dass man
dass das so extrem gerochen hat. So, da war das auch die Tour. Mit ein bisschen Nachtleben oder respektive Ideen fürs Nachtleben hier. Und danach geht es nach Bangkok. Und zwar mit dem Bus dieses Mal. Ich bin runtergekommen mit dem Zug. Das hat sehr gut funktioniert. Auch wenn ich einen Schlafplatz gekauft hatte, für, ich glaube ca. 14 €. Aber der wurde dann gar nicht ausgeklappt, weil die Strecke Bangkok-Hua Hin nicht weit genug ist. Erst wenn man weiterreist, dann werden die aufgeklappt. Jetzt zurück werde ich mit dem Bus fahren. Mal schauen, wie das funktionieren wird. Es gibt auch 2 Busstationen hier. Eine neue, die nur 300 Meter neben meinem Hotel ist. Oder dann die andere, die ca. 3 Kilometer von meinem Hotel entfernt ist. Und ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, welche ich nehmen muss und welcher ich gehen muss. Ich habe keine Adresse, es steht keine Adresse geschrieben. Nur Busstation, Hua Hin. Deswegen morgen mal schauen, ob das alles funktioniert. Genau, dann war's das von Hua Hin. So, einen schönen guten Morgen. Es ist soweit, der letzte Tag ist angebrochen hier in Hua Hin. Ich muss ein bisschen leise sprechen. Ist noch früh morgens, aber ich werde euch mal kurz noch das Zimmer zeigen. Und zwar, also ist auf jeden Fall völlig in Ordnung. Hier großes Bett, kleiner Kühlschrank, ja, Wasserkocher. Seht, ich habe hier einiges noch übrig. Dann hier Schrank, Badezimmer, ja, Dusche und Toilette. Also ich finde, das ist völlig in Ordnung für diesen Preis. Und wie gesagt, da vorne haben wir den Pool auf der linken Seite und so einen kleinen Gym der rechten Seite. So, ihr seht, hinter mir steht bereits der Bus bereit, obwohl ich noch etwas zu früh bin. Aber das ist die neue Busstation und es gibt noch eine alte. Und das Gute ist, die neue, die ist tatsächlich 200-300 Meter von meinem Hotel entfernt. Und es ist tatsächlich die, ich war mir aber nicht sicher, deswegen wollte ich ein bisschen früher gehen. Aber ihr seht, der fährt nach Don Mueang. Ich gehe mal davon aus, dass er direkt zum Flughafen fährt. Mein Hotel ist aber da direkt nebendran. Damit ich es morgen nicht so weit habe. Das Lustige war, ich bin jetzt hier reingegangen und dann habe ich mein Ticket gezeigt, mein E-Ticket. Und da lag ein Ticket lag auf dem Tisch. Und das war meins. Also ich bin jetzt echt gespannt, ob ich hier alleine fahren werde oder ob hier noch jemand kommt. Naja, nicht so schlimm, wenn ich vielleicht eine ganze Sitzreihe für mich habe. Aber mal schauen. So, da sind wir wieder zurück in Bangkok. Das hat sehr gut funktioniert mit dem Bus. Dann 5 Stunden hieß es, dauert die Fahrt. Wie gesagt, mit dem Zug 3,5 Stunden. Deswegen ging ich mal davon aus, dass es eine Pause geben wird. Und dann vielleicht noch eine Stunde so ein bisschen wegen Stau. Aber es ist jetzt 1:30. Also wir hätten erst um 2 Uhr ankommen sollen. Ich war bereits bestimmt schon fast eine Stunde hier. Also kann sagen 3,5 Stunden ebenfalls gleich lange. Wir waren glaube ich vielleicht 8 Leute. Also war sehr, sehr angenehm.
Steckdose, alles war vorhanden. Haben wir hier ein Zimmer für eine Nacht und morgen geht es dann weiter nach Laos. Da werde ich euch mal das Zimmer noch kurz zeigen. Hier erstmal Badezimmer mit einer Duschecke. Ja, völlig okay. Und hier vorne, was haben wir hier? Wasserkocher. Was haben wir hier noch? Kleiner Kühlschrank. Ist da was drin? Nee. Okay. Der ist leer. Ja, ist okay, ne? Nicht so günstig. 850 Baht. Was sind das? 20, 25 Euro die Nacht. Hat einen Balkon. Ja, ist auf jeden Fall sehr ruhig hier. Da drüben ist der Flughafen. Damit ich es morgen nicht so weit habe. Und dann dachte ich, dann gönne ich mir doch hier noch mal eine Nacht in Bangkok. Und jetzt habe ich auch richtig Hunger. Deswegen würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen die Straßen erkunden. Also, schauen wir mal, was hier so gibt. Hier übrigens nochmal das Hotel. Nochmal von außen. Also das sieht sehr unscheinbar aus. Und ich kenne mich hier gar nicht aus. Also in diese Richtung ist der Flughafen. Also da wollen wir nicht hin. Also hier links müsste die Hauptstraße sein, da unten. Obwohl das hier eigentlich auch noch spannend aussieht. Aber ich glaube, wir gehen trotzdem mal Richtung Hauptstraße runter. Ich brauche irgendeinen großen Hut. Die Sonne knallt ja hier schon wieder runter. Das ist verrückt. Sonst gibt es das immer überall. Solche Läden mit irgendwelchen Hüten. Aber wenn man es braucht, dann nicht. Ist klar. Dann müssen wir halt ein bisschen im Schatten laufen. Ach, hier ist sogar eine Walking Street. Hier beim Flughafen. Das sieht aber nicht sehr Walking Streetig aus hier. Wollen wir uns das mal anschauen? Vielleicht ist das noch von früher. Ansonsten wäre das ja einfach dieses Gebäude. Was ist hier? Also ich würde mal sagen, das schaut interessanter aus. Ist das ein Markt? Sieht aus wie ein Markt, ne? Wow, der ist ja ziemlich groß. Und schön kühl ist es hier drin. Aber keine Hüte. Ja, das war's dann auch schon, ne? Also das heißt, jetzt müssten wir da rechts, zur Hauptstraße kommen. Dann laufen wir doch mal zur Hauptstraße. Also es scheint hier nicht viel los zu sein. Muss ich vielleicht mal kurz irgendwo mich hinsetzen und mal schauen, ob es da irgendwas gibt, was ich zeigen kann. Bis jetzt sieht das nicht so aus. Aber mal schauen, ich möchte eigentlich sowieso einfach mal was essen gehen. Mal schauen, ob ich ein gutes Restaurant finde. Aber erstmal brauche ich wirklich irgend so einen Hut. Ja, das hat Priorität. Ich habe mittlerweile einen Hut gefunden. Ich bin jetzt unter die Cowboys gegangen
Aber es ist halt schon richtig, weil die Sonne ist einfach stark. Wir haben jetzt 2 Uhr, 3 Uhr, 33 Grad. Genau das richtige Wetter für eine kleine Wanderung. Viele Sachen gibt es hier nicht. So Leute, wir sind hier am Flughafen. Ich bin extra ein bisschen früher gegangen, weil ich gesehen hatte, dass ich 7 Kilogramm Gepäck inkludiert habe. Ich konnte es kaum aufgeben. Ich musste jetzt nochmal nachbezahlen, 2000 Baht, damit ich beide Gepäckstücke aufgeben kann. Ja, shit happens. Aber jetzt ist wenigstens alles aufgegeben. Ja, gestern Abend nicht mehr viel los gewesen. Also da bei dem Hotel. Ja, das Hotel an sich, okay. 1:30, 2 Uhr fliegen wir. Und dann geht's nach Vientiane. Dann schauen wir mal, was da so abgeht, würde ich sagen. So, meine Freunde. Welcome to Laos. Wir haben es geschafft. Es ist auf jeden Fall schön warm hier. Und erster Eindruck schon mal cool. Ich weiß nicht, ob das Polizei ist oder ob die Polizei hier das Militär ist. Das kann natürlich sein, weil, wie ihr bestimmt wisst, wir sind hier im... Kann ich es zeigen? Warte, ich muss euch nochmal drehen. Wir sind hier nämlich im Kommunismus angelangt. Also die Flaggen überall. Kommunismus. Laos. Ich denke, hier gibt es noch nicht so viel zu sehen. Gehen wir mal kurz ein bisschen da nach vorne. Schauen, ob es hier was gibt, bevor wir dann in die Stadt gehen. Wir sind hier beim Flughafen bei Vientiane, der Hauptstadt von Laos. Aber in der Regel gibt es ja nicht so viel direkt beim Flughafen. Da drüben sehe ich ein Café Amazon. Kennt man von Thailand. Ist, meinte ich, ursprünglich auch von Thailand. Aber gibt es, soviel ich weiß, in ganz Asien. Das ist der Starbucks. Der Starbucks von Asien. Nicht so groß, der Flughafen hier. Da auch wieder ein Militarist auf dem Roller. Ich weiß nicht, ob das Militär ist. Sie sind auf jeden Fall eher so gekleidet, als wie man sich jetzt Polizei vorstellt. Aber das werden wir alles herausfinden. Auch hier war ich noch nie. Erstes Mal. Deswegen, ich denke, hier gibt es einiges zu entdecken. Ist ja nicht so, so westlich geprägt wie Thailand. Ich würde sagen, eher chinesisch geprägt. Also auch im Flughafen drinnen. Viele Chinesen. Ming Hao. Oder was sagen die? Ni Hao. No, Ming Hao. Ni Hao. Ich weiß es nicht. Irgend sowas sagen die. Gut, dann würde ich sagen, dann geht's ab. Dann geht's ab in die Stadt. Dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, dann lasst mir gerne ein Like da. Und über ein Abo würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Und dann würde ich sagen, dann sieht man sich beim nächsten Video. Und macht's gut.